Kannst du dir vorstellen, dass eine Vielzahl von Kindern nicht zur Schule gehen kann? Ganz einfach, weil ihre Familien sich nicht die Schuluniform und Hefte leisten können. Oder weil sie sich vor Hunger nicht konzentrieren könnten. Kannst du dir vorstellen, dass Kinder in jungen Jahren bereits arbeiten müssen, anstatt die Schule zu besuchen? Denn ihre Familien hätten sonst nicht genug zum Überleben. Kannst du dir vorstellen, dass Kinder sich freuen, wenn sie Bleistift und Papier haben, um malen zu können? Buntstifte haben sie meist noch nie in ihrem Leben gesehen und könnten sie sich wahrscheinlich niemals leisten. Kannst du dir vorstellen, dass Mädchen während ihrer Periode nicht in die Schule gehen können? Ganz einfach, weil sie sich keine Hygieneartikel und Unterwäsche leisten können? Kannst du dir vorstellen, dass diese teils im Alter von 12 bis 15 Jahren bereits verheiratet werden, weil ihre Familie sie sonst nicht mehr ernähren kann? Kannst du dir vorstellen, dass es auf dieser Welt 150 Millionen Waisenkinder gibt? Und dass gerade viele dieser unter Armut, fehlender Bildung und gesellschaftlicher Isolation leiden? Kannst du dir vorstellen, was das für ihr späteres Leben bedeutet? Ein Teil dieser Kinder lebt in der Borno-Region im Süden Äthiopiens. Das Gebiet liegt etwa 570 Kilometer südlich von Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, und an der Grenze zu Kenia. Viele Menschen leben dort sehr ländlich und stark verstreut. Sie leben überwiegend von der Vieh-, Kamel- und Ziegenzucht. Über die letzten Jahre gab es hier, auch bedingt durch den Klimawandel, schwerwiegend Dürreperioden. Diese haben die Menschen in Borna hart getroffen. Ein Großteil der Nutztiere ist aufgrund der Dürre gestorben. Der dortigen Bevölkerung ist somit ihre Lebensgrundlage weggebrochen. Hinzu kamen brutale Bürgerkriege, nicht selten durch Armut angestiftet. Nicht wenige Kinder in Borena haben daher mit jungen Jahren erleben müssen, einen oder beide ihrer Elternteile zu verlieren, ob durch Krieg, Krankheit oder andere Schicksale. Sie sind traumatisiert und kämpfen tagtäglich ums Überleben. Haben sie niemanden mehr, der sich um sie kümmert und keinen Platz mehr, wo sie leben können, landen sie auf der Straße. Dort leben sie vom Betteln und in ständiger Gefahr vor Krankheiten und Gewalttaten. Das Schnüffeln an Benzin lässt sie immer wieder ihren quälenden Hunger vergessen, macht sie aber auch abhängig und hinterlässt irreversible Hirnschäden. Doch auch die Waisenkinder bei ihren hinterbliebenen Müttern oder Verwandten haben es nicht leicht. Sie werden früh eingespannt, auf das Vieh aufzupassen und es kilometerweit durchs Land zu treiben, damit es in der Dürre genug Futter findet. Andere helfen beim Holen von Wasser und Feuerholz. Mädchen müssen oft auf jüngere Kinder aufpassen. Zeit für die Schule bleibt hier nicht. Das größte Hindernis für den Schulbesuch ist Armut. Viele Familien kämpfen darum, genügend zum Überleben zu haben. Aktuell verstärkt durch eine starke Inflation mit einer Rate von etwa 30%. Manche Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren um etwa das Zweifache gestiegen. Gerade Witwen ist es kaum möglich, die nötigen Mittel für ihre Kinder zu beschaffen. Sie und ihre Kinder sind oft extrem von Armut und Hunger betroffen. An Schulmaterialien wie beispielsweise Schulhefte ist somit nicht zu denken. Aufgrund dieser vielfältigen Hindernisse besuchen viele Kinder in Borna die Schule insgesamt nur für 2 oder 3 Jahre. Viele Kinder besuchen sogar nie in ihrer Kindheit die Schule. Ohne ausreichende Bildung haben diese Kinder keine realistische Chance, aus dem Leben in Armut auszubrechen. Ihnen entgeht wichtige, fundamentale Bildung für ihr Leben, ob Lesen, Schreiben, Rechnen, aber auch über die Welt und ihren eigenen Körper. Eagles Rise möchte hier mit zielgerichteten Programmen und in Zusammenarbeit mit einem lokalen Team einen nachhaltigen Unterschied bewirken. Uns ist es wichtig, Unterstützung zu bieten, die an die Menschen dort angepasst ist und von der Community akzeptiert wird. Dabei folgen wir dem Ansatz des Empowerments.
sodass die unterstützten Familien langfristig unabhängig von Hilfeleistungen leben können. Durch Expertise und Erfahrung werden die Projekte professionell ausgestaltet, überwacht und ausgewertet. Was machen wir genau? Unser wesentliches Programm ist, Waisenkindern in Borna alle nötigen Materialien wie Schuluniformen, Schuhe, Schultaschen, Hefte, Stifte zur Verfügung zu stellen. So können sie für die Schule angemeldet werden und diese besuchen. 2024 konnten wir dies bereits für 100 Kinder ermöglichen. 2025 wollen wir 150 Kinder entsprechend unterstützen. Diesmal werden auch Hygieneartikel für heranwachsende Mädchen zur Verfügung gestellt, sodass auch ihre Periode sie nicht mehr vom Schulbesuch abhalten kann. Doch um ganzheitliche und anhaltende Veränderungen zu bewirken, möchte Eagles Rise auch ihre verwitweten Mütter unterstützen. Sie sollen so befähigt werden, dass sie in Zukunft für sich und ihre Kinder selbst sorgen können. Hierfür ist geplant, spezielle Selbsthilfegruppen für die Witwen zu etablieren. Diese bieten den oft ausgegrenzten, alleinerziehenden Müttern nicht nur die Möglichkeit, sich auszutauschen und einen Zusammenhalt aufzubauen. Durch ein ausgetüfteltes System mit einem Mikrokredit wird in der Gruppe gemeinsam ein Kapital aufgebaut, von dem alle profitieren. Mit verschiedenen Trainings werden sie qualifiziert, mit Hilfe der bereitgestellten Gelder ein profitables Kleinunternehmen zu führen. Im gesamten Prozess werden sie von professionellen Sozialarbeitern begleitet und unterstützt. Auch andere lebenspraktische Aspekte wie Kindererziehung und Gesundheitsfürsorge werden in diesem Programm vermittelt und gefördert. Zudem wollen wir für die Waisenkinder auf der Straße ein Zuhause und Hoffnung geben. Wir streben an, sie in Pflegefamilien zu integrieren, die diese als ihre eigenen Kinder annehmen und ihnen helfen, eine bessere Zukunft in der Gesellschaft zu finden. Wir in Deutschland haben weit mehr, als wir brauchen. Deswegen sehen wir uns in der Verantwortung für die Menschen auf der Erde, die ums Überleben kämpfen müssen. Wir sehen uns in der Verantwortung für die Kinder, denen ihre Rechte, insbesondere das Recht auf Bildung, verwehrt bleibt. Wer sucht sich schon aus, in welchen Ort auf dieser Welt er oder sie geboren wird? Wer sucht sich aus, Waise oder Witwe zu werden? Jeder einzelne von uns kann zu einer Veränderung beitragen. Sei auch du dabei, diesen Kindern und Frauen ein besseres Leben zu ermöglichen. Neue Hoffnung, neue Möglichkeiten und eine bessere Zukunft. Mit zum Beispiel 30 € kannst du für ein Kind in Borna für ein Jahr die nötigen Schulmaterialien finanzieren und somit den Zugang für Bildung ermöglichen. Mit zum Beispiel 100 € kannst du für eine Witwe die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe finanzieren und somit langfristig ihr Leben und das ihrer Kinder verbessern. Oder unterstütze uns monatlich mit deinem Wunschbetrag, damit diese wichtige Unterstützung durch Eagles Rise noch weiter ausgebaut werden kann. ስለ መልካም ልቦ ከልብ እናመሰግናለን። Danke für dein großzügiges Herz.